Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Das nächste Video in der Serie Länderwettkampf der besten Allrounder und heute zeigt Italien, was es drauf hat. Ja. Länderwettkampf der besten Allrounder, 10 Hunde pro Land, bewertet wird nach 8 Eigenschaften. Hunde, welche das Starterland meiner Meinung nach als Allrounder am ehesten vertreten. So läuft das. Bis jetzt sind wir 10 Vertreter für Deutschland und 10 Hunde, welche für die USA starteten. Für Italien kämpfen heute, aufgepasst. Ganz klar, der Cane Corso, einer meiner 3 Lieblingshunderassen, meiner 3 persönlichen. Sein nah Verwandter, der Mastino Napolitano, auch der muss da starten für Italien, eine ebenfalls klare Sache. Der fantastische Togo Sardo, das ist ein Hund, der nicht als Rasse anerkannt ist, aber für mich als eine zählt. Dieser Hund existiert ziemlich isoliert als Hundetyp und hier hauptsächlich auf Sardinien. Eine sehr alte Hunderasse, ein sehr alter Hundetyp, recht nah verwandt mit dem Cane Corso und Mastino Napolitano, geht ebenfalls auf die alten römischen Legionärshunde zurück. Fantastischer Hund, der Togo Sardo. Der Seguccio Italiano, toller Jagdhund, der auch gerne als Begleithund geführt wird. Der Sinecco del Etna, ein Hund, der dem Podenco oder dem Pharaonenhund sehr ähnelt und das aus gutem Grund. Die haben eine verwandte Basis, diese 3. Ebenfalls toller Jagdhund, auch gerne als Begleithund gehalten. Spinone Italiano, knallharter, toller Jagdhund, wunderschöner Hund noch dazu. Der Lagotto Romagnolo, wir haben hier in Neudörfl ein toller Allrounder, ähnelt dem Pudel sehr. Der italienische Wasserhund wird auch sehr gerne zur Trüffeljagd oder zur Trüffelsuche jagt. Selten wird ein Trüffel davonlaufen, eingesetzt. Schöner Hund. Bracco Italiano, ein italienischer Laufhund, der mich anatomisch sehr an Molosser erinnert und hier ganz speziell an Fila Brasileiro, allerdings völlig anderes Wesen vorweist. Ein sehr freundliches Kraftpaket, wunderschöner Hund. Bergamasca Schäferhund oder der Bergamasca Hirtenhund, ein typischer Herdenschutzhund aus Italien und genauso der Maremana Schäferhund, ein Hund, der stark in den Tatra-Hund, in den Pyrenäenberghund und so weiter hineingeht, ebenfalls ein typischer und sehr schöner italienischer Herdenschutzhund. Und wir legen schon los. Geben wir gleich mal Gas mit der ersten Eigenschaft, das ist die Gesellschaftstauglichkeit. Hier erreichen die Hunde aus Italien 78 von 100 Punkten. Ja, wir haben mit zum Beispiel dem Cane Corso oder dem Mastino Napolitano, auch mit dem Togo Sardo und eventuell den Herdenschutzhunden, speziell dem großen Weißen, Hunde dabei, die vielleicht etwas negativ polarisieren könnten bei zu sensiblen Leuten. Ja. Aber ich möchte sagen, dass sich das hier nicht ganz so heftig zeigt wie zum Beispiel bei den amerikanischen Hunden mit dem Bull Terrier und dem Bulldog. Außerdem haben sie bei den Italienern auch Hunde dabei, die häufig positive Reaktion erfahren werden. Ja, also deswegen eine relativ hohe Bewertung bei der Gesellschaftstauglichkeit bei den italienischen Hunden, nämlich 78 von 100 Punkten. Die Trainierbarkeit, das ist nicht unbedingt eine Sache bei diesen 10 Vertretern Italiens, wo sie wirklich glänzen können, im Vergleich zum Beispiel zu den deutschen Hunden. Denn hier erreichten die italienischen Vertreter 73 von 100 Punkten. Ja, wir haben sehr gut zu trainierende Hunde dabei. Hier führt das Feld meiner Meinung nach der Cane Corso an. Doch auch Hunde wie der Lagotto Romagnolo oder die Jagdhunde sind sehr gut zu trainierende Hunde. Doch die wirklichen Spezialisten, wenn es ums Thema Trainierbarkeit geht, sind da bei diesen 10 italienischen Vertretern nicht dabei. Deswegen 73 von 100 Punkten. Die Führigkeit, die ist im Vergleich, soweit ich weiß, war die bei den deutschen Hunden etwas niedriger. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir sehen das dann ganz zum Schluss. Aber die Führigkeit, das ist ebenfalls eine eher konträre Sache bei diesen 10 Vertretern für Italien. Sie rechnen eine Punktanzahl von 73, weil
Ja, schauen Sie, es sind hier viele Jagdhunde dabei, es sind Molosser dabei, es sind Herdenschutzhunde dabei. Die führigsten Hunde der Welt sind weder Jagdhunde mit Drive, und hier sind einige dabei mit ziemlichem Drive, noch Molosser, noch Herdenschutzhunde. Doch sind es nicht unbedingt wirklich äußerst schwierig zu führende Hunde. Ja, so soll das erklärt sein. Insgesamt eine Punktanzahl von 73 bei der Führigkeit. Jetzt kommen wir zur Verträglichkeit, und da weiß ich, dass die deutschen Hunde recht wenig Punkte erreicht haben. Auch die Hunde aus der USA erreichten hier nicht wirklich viel Punkte, doch die Hunde aus Italien erreichen bei der Verträglichkeit eine Punkteanzahl von 65. Sagen Ihnen was. Wir haben hier zwar 2 Herdenschutzhunde dabei, 2 Molosser dabei. Das sind alles Hunde, die schon ziemliche Ecken und Kanten zeigen können bei Begegnungen mit anderen Artgenossen. Ganz klar. Wir haben hier aber sehr viele Hunde dabei, die selektiert wurden auf Freundlichkeit Artgenossen gegenüber. Ich gebe Ihnen Beispiele. Spinone Italiano, Bracco Italiano, Seneco dell'Etna, der Segugio Italiano. Das sind Hunde, die häufig in der Meute arbeiten. Also nicht immer, es sind viele Forstehunde dabei, die alleine arbeiten, dennoch häufig Zusammentreffen mit Jagdhunden anderer Jäger. Das sind Hunde, welche eine gewisse Verträglichkeit vorweisen müssen, wo eine gewisse Verträglichkeit vom Rassestandard gefordert wird. Das ist bei den beiden Molossern und beim Herdenschutzhund, beim Bergamasca Hirtenhund und beim Maremana Schäferhund nicht der Fall. Also die sind da schon etwas kantiger. Aber hier überwiegen die Hunde, die eher zu den verträglicheren Zeitgenossen gehören. Deswegen eine Punkteanzahl von 65. Leistungsfähigkeit. Hier erreichten die Hunde aus Italien 75 von 100 Punkten. Ja, ist so. Ja. Ich bin ein Molosser-Fan, das wissen Sie, aber beim Thema Leistungsfähigkeit sind hier einige Hunde dabei, die das Ganze etwas drücken. Das Feld führt hier der Mastino Napolitano an, der zum Beispiel ein vorzüglicher Wach- und Schutzhund ist, aber nicht unbedingt der leistungsfähigste Hund dieser 10 ist, ganz klar. Schauen Sie, speziell diese Showlinien heute, wo sehr gerne beim Mastino übertrieben wird, die bringen Hunde hervor, die mit Leistung überhaupt nichts mehr am Hut haben, ist so. Ich weiß, dass da draußen kerngesunde Mastinos herumlaufen, die schon beim Lager des sportlichen Cane Corsos anklopfen und sehr wohl leistungsfähige Hunde sind, aber ja, was soll ich Ihnen sagen? Schauen Sie, lügen wir uns nicht gegeneinander an. Der typische Mastino Napolitano oder der Großteil der Mastinos, die heute herumlaufen, sind nicht wirklich leistungsfähige Hunde. Ja. Zu den leistungsfähigsten Hunden zählen auch die beiden Herdenschutzhunde nicht. Das sind Hunde, ja, die strotzen vor Kraft. Die können schon explosiv sein, aber das sind eher Hunde, die beim Thema Geschwindigkeit, Ausdauer, Sie wissen schon, im Vergleich zu den Jagdhunden, die hier Italien vertreten, also das Nachsehen haben. Ist klar, dass ein Maremana Schäferhund weit mehr Power vorweist als der Segugio Italiano, ist mir klar. Doch allgemein leistungsfähiger sind mit Sicherheit die Jagdhunde, die Laufhunde zum Beispiel. Deswegen bei der Leistungsfähigkeit 75 von 100 Punkten. Thema Wachhund. Hier erreichten die Hunde aus Italien 81 Punkte. Wir haben hier sehr gute Wachhunde dabei, vorzügliche, perfekte Wachhunde dabei, mit dem Cane Corso, dem Mastino Napolitano, den beiden Herdenschutzhunderassen und auch bei den, der Togo Sardo natürlich, den habe ich vorher auch vergessen zu erwähnen. Auch bei den Jagdhunden können Sie passable Wachhunde finden, doch sind das eher Wachhunde, wo diese Eigenschaft unter ferner Liefen zu Hause ist. Doch es sind einige vorzügliche Wachhunde bei diesen 10 italienischen Hunderassen dabei und deswegen erreichen die Hunde aus Italien bei dieser Eigenschaft 81 von 100 Punkten. Thema Schutzhund, und hier schwächeln Sie. Ja. Sie haben hier einen perfekten Schutzhund dabei mit dem Cane Corso, der für mich zu den 20 besten Schutzhunden der Welt zählt. Der Mastino Napolitano ist ein sehr guter Schutzhund. Ja. Hat aufgrund seiner verminderten Leistungsfähigkeiten hier etwas Abstriche zu machen, ist meine Meinung. Ich möchte einen Mastino, einen entschlossenen Mastino Napolitano
nicht als Gegner haben, niemals, auch keinen der noch so extremst gezüchteten Scholine, keine Frage. Dogo Sardo ist ein Hund, der immer schon Schutzhund war, doch ein Hund, der doch einen ziemlichen Drive entwickeln kann und bei weitem nicht so kontrollierbar ist, im Fall der Fälle wie der Cane Corso. Meiner Meinung nach, die beiden Herdenschutzhunde stellen effektive Schutzhunde dar, aber nicht im klassischen Sinne, weil sie schwer abzurufen sind, einmal in Bewegung geraten. Und bei den Jagdhunden hält sich diese Eigenschaft eher in Grenzen. Deswegen erreichen die Hunde aus Italien bei der Eigenschaft Schutzhund 69 von 100 Punkten. Jetzt kommen wir zum Aktivitätenradius und der ist recht hoch. Wird meiner Meinung nach gebremst vom Mastino, bei dem es, wenn es um Aktivitäten geht, es schon knapp wird. Ja, der Mastino ist sicher ein Hund, der mit ihnen unterwegs ist, bedingt unterwegs, für lange Wanderungen über Stock und Stein nicht geeignet. Also wenn Sie einen 75, 80, 85 Kilo schweren Mastino, bei welchem ein Drittel des Gewichts die Haut einnimmt, dazu verdonnern, mit ihnen über Berge zu wandern, wird ihnen der was pfeifen. Sie verstehen, was ich meine. Alle anderen Hunde hier sind, bis auf die 2 Herdenschutzhunde, aber da mit Feuer und Flamme dabei. Auch der Cane Corso. Dogo Sardo eventuell, der auch in die Kerbe der Herdenschutzhunde hineinschlägt. Die beiden Herdenschutzhunde, den Bergamasco Schäferhund und den Maremana Schäferhund, werden Sie hier eher weniger begeistern können für solche Dinge. Das sind typische Herdenschutzhunde, die sich aufs Wesentliche konzentrieren und eher es lieben, irgendwo an einer Stelle, wo sie alles überblicken können, zu bewachen. Doch der Rest dieser Hunde, die sind Feuer und Flamme bei allen. Ja, da geht es vom Entspannen im Garten, ja, wie ich schon in den anderen beiden Videos gesagt habe, bis zum Fetzen durch die Wälder und alles dazwischen sind die dabei. Deswegen zwar ein recht hoher Aktivitätenradius da, aber im Vergleich zu den beiden vorhergegangenen Ländern USA und Deutschland ein niedrigerer. Also beim Aktivitätenradius erreichen die Hunde aus Italien 87 von 100 Punkten. Jetzt sind wir fertig und sehen uns das Endergebnis an. Und was sagt man dazu? Italien erreicht eine Gesamtpunkteanzahl in diesem Wettkampf von 601 Punkten von 800. Das sind 75,1% Allrounder-Eignung und schlägt somit knapp die USA. Und damit, liebe Zuseher, habe ich nicht gerechnet, wirklich nicht gerechnet. Ich muss mir dann nochmal genau ansehen, bei welchen Eigenschaften die Italiener da die USA überholen oder weshalb die das geschafft haben, denn wir haben im Vergleich dazu die USA mit 594 von 800 Punkten und 74,2%. Weiterhin Spitzenreiter bleibt Deutschland mit 669 von 800 Punkten und 83,6%, und die stellen somit bis jetzt die besten Allrounder dar. Doch nochmal, Italien hat mich überrascht. Ich gebe ehrlich zu, hätte mir nicht gedacht, dass sie mit diesen 10 Vertretern die USA schlagen. Ich werde am Schluss des Videos, also wenn das beendet ist, diese 3 Länder als Vergleich nochmal einblenden. Da können Sie dann genau nachsehen, ja, wo sich die in welchen Eigenschaften um wie viele Punkte unterscheiden. Meiner Meinung nach. Das ist ja nur meine Meinung. Ja. Und ich habe schon gesagt, diese Länderwettkampfserie mag amüsant sein, sollte aber nicht allzu ernst genommen werden. Ja, es ist ein Vorteil, Sie lernen vielleicht Hunderassen kennen, die Sie vorher noch nicht gekannt haben, und ja, es ist ein gewisser Grad an Spannung vielleicht aufs nächste Video da. Ja, um das geht's. So, nochmal, Italien, Gesamtpunkteanzahl von 601, nicht schlecht, und 75,1% Allrounder-Eignung schlägt somit die USA, muss sich aber hinter Deutschland einreihen. Ja, liebe Zuseher, ich blende diese 3 Länder jetzt nochmal ein, nach dem Video, also wenn es dunkel wird, nicht gleich wegdrehen, wenn es Sie interessiert. Als nächster sehen wir uns England an, und auch hier weiß ich noch nicht, wie die abschneiden werden, aber selbstverständlich weiß ich, dass die Engländer Spitzenhunde haben, und ich kann mir gut vorstellen, dass Deutschland hier etwas zittern muss, ja? Aber lassen wir uns überraschen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt, liebe Zuseher, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.